Es gibt Neues von der Beatles-Familie, gleich nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas. Heute am berühmten Record Store Day. Und auch darauf werde ich kurz Bezug nehmen, auch wenn das jetzt kein Video ist, das speziell über den Record Store geht. Nein, es geht wieder mal um die Beatles. Es gibt natürlich erstmal eine Auflösung, und zwar die Auflösung der Frage, die ich in meinem letzten Video über 50 Jahre Waterloo, der Triumph von Bryden, gestellt habe. Ich hatte euch gefragt, wie oft hat ABBA sich für den Eurovision Song Contest beworben und welche Songs waren es? Und die richtige Antwort ist zweimal. Und zwar einmal mit Ring Ring. Da sind sie aber bereits beim schwedischen Vorentscheid gescheitert und kamen damit gar nicht erst zur eigentlichen Austragung. Das war im Jahr 73 und im Jahr 74 dann, wie wir ja gesehen haben, mit Waterloo. Die richtige Antwort hatte also... Herzlichen Glückwunsch! Auch am Ende dieser Videofolge wird es wieder eine Frage der Woche geben. Seid also gespannt. Es gibt tolle Neuigkeiten von der Beatles Family. Ich habe das bewusst so gewählt, den Ausdruck Beatles Family. Werdet ihr gleich sehen, warum. Wir fangen mal mit den Beatles selbst an. Für Furore gesorgt hat vor 2 Jahren, glaube ich, dieser Film hier, Get Back. Er lief exklusiv auf Disney Plus. Und es war ein grandioses Werk von Peter Jackson, der sich der Filmaufnahmen, es waren über 50 Stunden Filmmaterial, die damals für den Film Let It Be, ursprünglicher Arbeitstitel Get Back, in den Twickenham Studios und später in der Savile Row aufgenommen wurden. Michael Lindsay Hogg für die Regie, für das Ursprungswerk, und Peter Jackson hat jetzt vor 2 Jahren diese grandiose Filmreihe veröffentlicht, 3 Filme mit Beatles-Material ohne Ende, und er zeigte chronologisch den Verlauf dieser berühmten Sessions, die ja quasi zu den vorletzten der Beatles überhaupt zählten. Und jetzt, ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt das Original auf den Markt. Im Jahr 2021 gab es diese großartige Box hier, das Album Let It Be, remixed und remastered mit Outtakes und jede Menge Material, eine großartige Box. Aber was eigentlich noch fehlte, war der Originalfilm. Der Originalfilm, der im Mai 1970 Kinopremiere hatte, zu einem Zeitpunkt, als sich die Beatles bereits längst aufgelöst hatten. Ja, und Michael Lindsay Hogg, wie gesagt, für die Regie, und dieser Film wurde von Anfang an eingestuft, als würde er die Auflösung einer großartigen Rockband zeigen, und über den ganzen Film lag eine ziemlich wehmütige Stimmung. Michael Lindsay Hogg selbst hat gesagt, eigentlich war das überhaupt nicht seine Absicht, aber nachdem wenige Wochen vorher im April Paul McCartney das Ende der Beatles verkündet hatte, öffentlich, wurde natürlich dieser Film in einem ganz anderen Licht wahrgenommen. Die Beatles selbst hatten an dem Film kein Interesse mehr, kein einziger der Beatles ging zu der Premiere. Und jetzt, nachdem Peter Jackson das Material mit dieser Get Back Trilogie so großartig aufbereitet hatte, jetzt machte er sich tatsächlich wieder an das Originalwerk von Michael Lindsay Hogg, und wir werden jetzt am 8. Mai auf Disney Plus eine neu restaurierte Version von dem Original-Kinofilm Let It Be der Beatles sehen können. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, wozu brauche ich das? In Get Back habe ich so viel Material, muss ich mir das Original auch noch ansehen? Ja. Es gibt 2 Gründe dafür. Zum einen der historische Grund. So kam der Film 1970 in die Kinos und er ist ein integraler Bestandteil der Beatles-Geschichte. Aber es geht auch um Songs. Im Film Let It Be, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich muss allerdings gleich dazu sagen, dass das, was ich jetzt sage, da erhebe ich keinen Anspruch darauf, dass das auch wirklich so korrekt ist, und ihr könnt gerne in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder ihr es besser wisst. Aber nach meinen Recherchen ist es so, dass wir im Film Let It Be ausschließlich bekommen You Really Got a Hold on Me, eine Probefassung, die eben bei den Get Back Sessions gemacht wurde und die im Get Back Film nicht zu sehen ist. Und das Weitere ist, dass wir die fertigen Versionen von Let It Be und The Long and Winding Road bekommen, die dann später auch als Videoclips
gab es ja damals noch nicht, aber als Werbefilmchen für die Singles liefen. Und die sieht man im Film Let It Be komplett, während man sie in Get Back im Abspann ein bisschen sieht, aber immer wieder unterbrochen. Das heißt, Let It Be komplett in der fertigen Version, The Long and Winding Road komplett in der fertigen Version und You Really Got a Hold on Me. Diese 3 Stücke gibt es definitiv nur in dem Film Let It Be. Ob es noch weitere gibt, ich habe nichts gefunden, aber wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir können also gespannt sein. 8. Mai auf Disney Plus. Ob es eine physikalische Veröffentlichung auf Blu-ray oder DVD geben wird, weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt keiner. Ja, und jetzt kommen wir zur Beatles Family, und zwar zu den Söhnen der Beatles. Die beiden Söhne der Beatles, besser gesagt einer, James McCartney, der Sohn von Paul McCartney, hat eine Single veröffentlicht. Primrose Hill. Jetzt werdet ihr sagen, na und, was ist das Besondere daran? Ganz einfach, es ist die erste Lennon-McCartney-Komposition seit vielen, vielen Jahrzehnten. Denn James McCartney hat diesen Song tatsächlich zusammen mit Sean Ono Lennon geschrieben. Und wir hören mal ein bisschen rein. Ich hoffe, dass YouTube jetzt mir den Song nicht sperrt. In diese, wie ich finde, sehr schöne Ballade, die auch durchaus ein bisschen an die Beatles erinnert, aber jetzt nicht einfach nur irgendein Aufguss ist. Ich finde es ein schöner Song, mir gefällt er sehr gut, aber ihr könnt natürlich gerne auch wie immer in die Kommentare unten reinschreiben. Always remember Primrose Hill, Primrose Hill. Ja, und diese Single wurde jetzt veröffentlicht am, ich glaube, letzten Donnerstag war es. Ja, also wie gesagt, der erste Lennon-McCartney-Song seit langer Zeit und da kann man wirklich richtig reinhören. So, und jetzt Record Store Day ist heute. Und was hat das mit der Beatles Family zu tun? Ganz einfach, es gibt eine fantastische EP, und zwar die EP Mind Games. Mind Games ist ein Song von John Lennon, ein Solo-Song, der jetzt in einem neuen Mix, den also Sean Ono Lennon, sein Sohn, vorgenommen hat, neu veröffentlicht wird, und zwar auf einer Vinyl-EP mit 4 Tracks insgesamt. Und das Interessante ist, dabei ist auch der Track I Am The Greatest. Was ist daran so besonders? An I Am The Greatest, das kam wohl einer Beatles Reunion damals sehr, sehr nahe, denn es waren 3 Beatles an diesem Song beteiligt, man kann sie hören, und zwar John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Und dieser Song ist mit drauf auf der EP Mind Games, der heute zum Record Store Day erschien. Playing those mind games together, pushing the barrier, planting seed. Auch Ringo Starr kommt mit einer EP hier zum Record Store Day 2024 auf den Markt. Crooked Boy heißt die EP, und besonders interessant daran ist das Cover. Das Cover zeigt uns nämlich einen Ausschnitt, einen tollen Schnappschuss, wie ich finde, aus dem Film A Hard Day's Night, den die Beatles 1964 gedreht haben. 4 Songs sind drauf. In den Bildern seht ihr die Auflistung der Songs. Ja, das war's schon wieder für das heutige Video. Also, es gibt spannende Neuigkeiten für die Beatles-Fans. Die Beatles Family ist sehr aktiv in diesen Tagen und ich hoffe, ihr auch. Und wir werden jetzt zur Frage der Woche kommen. Can I ask you a question? Die Frage der Woche zum Thema Beatles passend. Wer machte den ursprünglichen Mix für das Album Let It Be, das damals noch den Arbeitstitel Get Back trug? Wer machte den ursprünglichen Mix dieses Albums, der dann aber nicht veröffentlicht wurde? Das ist die Frage der Woche. Ja, Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sage ich Ciao und Servus, euer Gerd.